ist jetzt 8 Jahre her oder über 8 Jahre, da habe ich mir meine erste Ultimate AMR von Precision Aerobatics gekauft. Und ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber Precision Aerobatics ist ja eine echte australische Firma. Damals war ich in Australien, in Sydney, und habe mit Sean und Adat von Precision Aerobatics gesprochen. Und damals habe ich zu Sean schon gesagt, baut doch diese Ultimate mal in größer. Und Sean sagte immer, ja, die Leute haben Angst vor Doppeldeckern. Ich habe gesagt, bitte, bitte mach's, bitte, bitte mach's. Was soll ich sagen? Ich habe 8 Jahre gewartet, sie ist da. Okay, Unboxing. Das erste, was ihr seht, sind diese Flächentaschen. Die gibt es im Blink-Paket dabei oder man kann sie extra kaufen. Und das ist wirklich ein geniales System. Damit werden die linken und rechten Flächenpaare eingepackt und man kann sie abnehmen. Und dann gibt es so eine kleine Kiste sozusagen, in denen die Flächenpaare zusammengebaut mit den Streben eingepackt werden können. Damit das funktioniert, gibt es hier eine klasse Konstruktion, und zwar baut man hieraus eine Strebe, die die Innenseite der Flächen zusammenhält. Hier der Vox-Prop und dann in gewohnter Qualität die Haube, also fantastisch gemacht, extrem leicht das ganze Zeug. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet und habe die Tesafilme und so weggenommen. Hier der Rumpf. Wirklich absolut klasse, wenn ihr euch die Qualität anschaut. Und die Flächen. Die Querroder sind hier schon angeschlagen. Der Motordom, diesmal wird der Motor nicht hinter den Motorspann gebaut, sondern davor. Und hier das Flächenmittelstück. Das bleibt am Modell, also anders als bei der kleinen Ultimate, die einfach zusammengebaut bleibt, kann man hier die Flächen abnehmen. Ich habe die große Combo gekauft, das würde ich euch sehr empfehlen, weil einfach alle Elemente aufeinander abgestimmt sind. Hier der Thrust 60 Motor, das ist die Propelleraufnahme, die wird also vorne drauf geschraubt. Und hier schaut euch dieses Schmuckstück an. Ihr seht einen Außenläufer mit relativ großem Durchmesser, da ein kleiner Motorspann, der auf den Dom geschraubt wird und darauf kommt dann der Motor. Ich habe mir das Paket geleistet und hier sind die Carbon-Schuhe für die Räder und hier der Quantum 70 Ampere Regler mit Hochstrom BEC, da können also Servos mit Hochstrom betrieben werden. Hier dann die Servos, wie sie empfohlen wurden, und wie gesagt, ich würde das gesamte Equipment genau so kaufen, wie es Sean vorschlägt, hier die Räder. Das ist einfach fantastisch aufeinander abgestimmt. Hier die Haube, anders als bei der kleinen Ultimate, ist die fest am Rumpf dran und es gibt eine Klappe für die Batterien. Hier noch die Original-Radschuhe. Ich habe ja das Blink-Paket mit den Carbon-Radschuhen dabei genommen, weil die schon mal auf einer Wiese kaputt gehen können und die Carbon sind einfach fester. Und dann vom Blink-Paket auch noch die Vortex-Generatoren für die Tragflächen. Kleinteile, Schrauben und so weiter, es ist alles da, wie gewohnt von Precision Aerobatics. Da müsst ihr nichts zukaufen und alles ist von ganz hervorragender Qualität. Ja, liebe Leute, soweit mal ein erster Blick auf das Modell. Mittlerweile habe ich es komplett gebaut und habe in insgesamt 11 Episoden den Bau sehr genau beschrieben. Schaut es euch an. Wenn ihr Probleme habt mit bestimmten Teilen des Baus oder so, könnt ihr da reinklicken, wenn euch zum Beispiel interessiert, wie macht man das mit der Motorbox oder wie schlägt man die Ruder an oder was auch immer, könnt ihr da draufklicken. Dann gibt es noch ein Spezial über Maße und Gewichte. Ich habe ja hier in diesem Video schon einige Teaser euch gezeigt, also hier und da mal ein paar Gewichte oder andere Dinge aus den Bauvideos. Ja, und dann habe ich einen Erstflug gemacht und mittlerweile habe ich so, 10, 12 Flüge gemacht und es ist einfach ein ganz fantastisches Modell. Ich habe jeden Tag mehr Spaß daran und übe, dem auch gerecht zu werden, was dieses Modell kann. Ich bin, weiß Gott, noch nicht so gut wie viele, die man da im Netz finden kann, die das ganz fantastisch fliegen. Ich bin dabei. Also, schaut euch die Videos an, abonniert meinen Kanal, indem ihr hier oben auf das Logo klickt und dann freue ich mich über jeden Kommentar und jedes Feedback. Bis dann. Tschüss.